Ach, YouTube, was machst du nur mit mir? Leute, ich bin ja jemand, bin lange wach, liege im Bett und sehe auf einmal diese Werbung. Ja, ihr werdet euch natürlich jetzt denken, Ben, was laberst du für eine Scheiße? Was soll das sein? Ja, eigentlich war das mal ein Video, hat nicht ganz funktioniert, deswegen ist jetzt nur ein Bild. Ja, shit happens. Ja, für jeden, der es jetzt nicht erkannt hat, das war ein Screen Recording. Also nicht von mir, sondern also das Video hieß schon so und es war eine Werbung, die vor einem Video lief. Leute, wie viele von euch können sich noch an diese ganz fragwürdigen Werbungen auf YouTube erinnern, wo gewisse Erwachseneninhalte beworben wurden? Tja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind wieder da. Als wäre das nicht schlimm genug, wisst ihr noch, als YouTube gesagt hat, es möchte ja werbefreundlicher und auch kinderfreundlicher werden? Nein, reicht ja nicht, dass man YouTube Kids erschafft. Nein. Ich habe mal gelesen, dass YouTube Kids ziemlich leer sein soll, weil er quasi da nochmal so ein extra Filter drauf ist. Und viele YouTuber wurden dann quasi als nicht kinderfreundlich gesehen. Meine Fresse, Alter. Das ist das Internet. Seit wann ist das Internet kinderfreundlich? Ja, wohl nicht mal mehr das Fernsehen ist kinderfreundlich, aber okay, anderes Thema. Gut, mal abgesehen davon. Um mal ganz kurz auf diese Werbung zurückzukommen, die da vor dem Video lief. Leute, damit du Werbung auf YouTube laufen lassen kannst, oder damit diese Werbung angezeigt wird. Ich zum Beispiel könnte jetzt meine Videos auch als Werbung laufen lassen, müsste das aber täglich bezahlen. Und das käme ungefähr raus, wenn ich jeden Tag 100 Euro in YouTube blätter. Also quasi die berechnen ungefähr, was du an Aufrufen dann hast oder generierst damit und wie oft dein Video dann überhaupt vorgeschlagen wird. So, mal abgesehen davon, Leute, diese Werbungen, die lässt sich auf Seiten führen, auf denen niemand gehen sollte, meiner Meinung nach, aber das ist ein anderes Thema. Da sitzt wirklich jemand dahinter, der den Scheiß bezahlt. Diese Seiten sind natürlich nur dafür gemacht worden, dich quasi abzuziehen. Und dafür, dass YouTube schon mit ihren ganzen Richtlinien dir einfach die Möglichkeit nehmen, dich wirklich zu entfalten. Ich werde da gleich mal ein Bild einfügen, was ich jetzt erst entdeckt habe, oder erfunden habe. Das beschreibt YouTube mittlerweile doch ziemlich gut. Treu genug. Aber dafür, dass YouTube so streng ist mit den Richtlinien und dann trotzdem so eine Werbung erlaubt, ist halt nur fragwürdig. Und ich verstehe auch mittlerweile nicht mehr, warum quasi gewisse YouTuber, die einen gewissen Inhalt machen, gar nicht gesperrt werden. Aber YouTuber, die letztlich genau dasselbe machen, aber vielleicht ein bisschen kleiner sind, die werden dann gesperrt. Macht halt überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Aber okay. Ja, ist halt Bullshit, ne? Was soll man da noch sagen? Ich würde auch an der Stelle sagen, das wäre es gewesen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Haut rein, euer Phantom ist out.